Vom winzigen Büro über die erste eigene Software bis hin zum Tech-Konzern. In Software Inc. gründest du deine eigene Firma und versuchst in einer simulierten Branche nicht einfach nur mitzuschwimmen, sondern die Konkurrenz aus dem Markt zu drängen. Am Anfang stehen ein paar Räume, begrenztes Kapital und die vielleicht wichtigste Frage jeder Unternehmensgründung: Was machen wir eigentlich? Betriebssysteme, Spiele, Tools oder vielleicht irgendwann mal Hardware? Für jede Idee brauchst du die richtigen Leute. Designer, Programmierer, Künstler, Support und natürlich ein Büro, in dem sie auch produktiv bleiben. Software Inc. ist nicht einfach Game Dev Tycoon mit schickeren Wänden. Du planst Gebäude komplett frei, stellst Teams zusammen, bildest Mitarbeiter aus, organisierst Entwicklung, Marketing und Support. Du musst gleichzeitig auch darauf achten, dass deine Produkte rechtzeitig fertig werden, nicht total verbuggt erscheinen und auf einem Markt bestehen, der sich ständig verändert. Kurz gesagt, hier entscheidet nicht nur die beste Idee. Entscheidend ist, ob aus ihr auch eine funktionierende Firma wird. Und genau das testen wir jetzt in Pile of Fame. Wir starten klein, bauen unser erstes Studio auf und wollen aus ein paar ambitionierten Gründern ein Software-Imperium machen. Die Frage ist nur, werden wir die nächste große Tech-Legende oder endet das Ganze mit leerem Konto, überforderten Mitarbeitern und einem Produkt, das niemand kaufen will? Willkommen zu Software Inc. Hallo YouTube! Herzlich willkommen beim weiteren kleinen angetestet, angespielt, rausgeholt aus dem Pile of Shame. Dieses Mal spielen wir Software Inc. Einer meiner All-Time Favorites ist ein Software-Tycoon-Management-Spiel. Jo, und da starten wir jetzt einfach mal rein. Ich habe ein bisschen Setup gemacht. Wir leiten das Promiseware Studio und haben 3 hochqualifizierte Menschen am Start. Ich stelle euch mal kurz vor. Wir haben Peter Molyneux, einen wirklich herausragenden Lead Developer, da können wir noch ein paar Punkte vergeben. Was kannst du denn noch ganz gut? Du bist ein guter Programmierer, Artist meinetwegen auch, machen wir mal Audio, Designer, ja, auch ein bisschen. Du bist einfach ein super Programmierer, speichern wir mal so. Dann haben wir noch Nummer 2, Todd Forward. Todd Forward ist natürlich auch ein visionärer Charakter. Wir geben ihm auch mal irgendwo ein bisschen Skill, weil am Anfang brauchen wir vor allem gute Allrounder. Und hier willkommen Gabe Newell. Auch Gabe kann eigentlich alles ein bisschen. Jo, so machen wir das. Ne? Du darfst noch ein hervorragender Systementwickler werden und wirst auch nochmal abgespeichert, falls wir das an die Wand fahren. Wir werden uns 3 Tage im Monat gönnen. Difficulty haben wir eingestellt. Wir haben ein bisschen Geld und wir werden mal reingehen. Alle 3 wollen wir gleich Büros. Deswegen werden wir wahrscheinlich nicht in einer Garage anfangen, sondern vielleicht hier im Apartment Inc. For Rent kostet uns $2.500 im Monat. Jo. 35 Quadratmeter. 700, ja, damit können wir wachsen auf jeden Fall. Das werden wir uns gönnen am Anfang. Also, dann gehen wir mal rein und ich versuche euch ein bisschen durchzuführen, was man so alles Schönes machen kann in dem Spiel. Ich habe dort schon einige Zeit verbracht. Wir pausieren mal. Dann erkläre ich euch ein bisschen die grundlegenden Sachen. Also, hier seht ihr unser Bürogebäude. Wir haben ein Büro gemietet momentan, nehme ich an. Jo. Dann gibt es neben dem reinen Verwaltungsmode so eine Art Builder-Mode. Da fangen wir jetzt mal an. Wir brauchen nämlich am Anfang definitiv mal Ausstattung. Nämlich Schreibtische wären nicht schlecht für den Anfang, oder? Adjustable Desk. Ja, komm. So viel gönnen wir uns doch zum Spaß. Hauen wir mal da ein paar rein. 3. Am Anfang. Alle schön in der Reihe. Dann brauchen wir noch einen Computer. Für unsere 3 Grazien. So. Alle Computer kommen mal links hin, dann brauchen wir einen Gönnen wir uns mal was. Executive Chair, ein ergonomischer Stuhl, 1800, 300, ja, wir übertreiben es eigentlich so am Anfang. Stühle, wir brauchen noch eine Abwärmer. Trash wahrscheinlich, oder? Trash kommt hier hin. So, dann haben wir das. Ein bisschen was zum Spielen. Eine Kaffee. Side-Table. Seht schon später, also man kann später bauen, was der coole Teil ist. Ihr seht mit Rundungen, also geht schon einiges. Dann hauen wir uns da eine Kaffeemaschine drauf. Wollen wir mal anfangen? Ja, die ist nicht so wirklich gut. Move Furniture. Warum gehört sie denn?
So rum? Ja, sieht besser aus. Gut, dann hätten nach Wasser brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Hier, wupp. Jetzt klatschen wir hier hin. So, damit hätten wir so die grundlegende Büroausstattung. Die Lampe schaltet vielleicht noch nicht. Machen wir uns noch. Gönnen wir uns noch eine Lampe. Oder deren zwei. Dann ist hier ein bisschen Licht. Vorne haben wir Licht. Ja, damit hätten wir den Build Mode mal abgeschlossen. So, führen wir euch durch. Hier ist unsere finanzielle Lage, Uhrzeit, Tage im Monat. Hier der jeweilige Monat. Wie gut wir im Markt momentan ankommen. Nicht. Und wir werden anfangen mit einer Auftragsarbeit, nämlich, warte mal, so Logistik-Applikationen kümmern wir uns mal drum. Natürlich, oh, für die Lufthansa. Ja, gerne arbeiten wir für die Lufthansa, damit unsere 3 Grazien hier nicht gleich die Krise kriegen. Die Geschichte ist nämlich, alle 3 sind so hervorragende Programmierer, dass sie alle ein eigenes Büro wollen. Das werden wir uns jetzt zusammen basteln über unterschiedliche Schichten. Das zeige ich euch jetzt. So, 3 Teams. Dann machen wir mal Manage Teams. Wir werden den Scatter verwalten. Gabe fängt morgens um 6 an. Bis 1. Danach ist Peter dran. Danach ist Todd dran. Gut, hätten wir. Jo, dann können wir mal laufen lassen. Die grundlegende Setup hätten wir. Jetzt sollte eigentlich demnächst der Erste ins Büro kommen, vielleicht. Achso, da sind alle Teams drauf. So, was ist da los? Warum kommt da keiner? Ach, da sind doch die ersten Scherzkekse. Wundervoll. Warum arbeiten jetzt alle so? Man weiß es noch nicht. Ich hatte doch eigentlich einen Scatter vergeben. Vielleicht erst ab morgen. Das war stimmt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die erste kleine Programmieraufgabe. In der sie gerade alle 3 sitzen. Nun zum eigentlichen Teil der Programmierung. So, seht ihr oben, hier ist einer unserer Aufträge. Wir sind in der Designphase. 3 Tage haben wir noch übrig, um diesen Auftrag abzuliefern. Das sollten wir eigentlich schaffen. Geht mal ein bisschen hoch. Das werden die 3 hinkriegen, die wir machen. Ihr seht, sie sind eifrig am Entwickeln. Der Progress ist auch gut zu erkennen über diesen den grünen Hintergrund, der sich immer weiter füllt. Jo, und so haben wir mal ein bisschen was geschafft hier für die 3. So, dann erster Tag vorbei. Ich glaube, ich habe einfach die nicht in ihre Teams. Genau, sind alle noch in Todds Team. Employees, Peter, du wechselst in dein Team. Und Gabe, du wechselst auch in dein Team. So, jetzt sollte es passen. Jetzt haben wir in jedem der 3 Teams jeweils eine Person, die arbeitet. Schauen wir mal, wann sie darauf reagieren. So 3 Superschnittene. Room is dirty, needs cleanup. Dafür gibt es später Personal. Am Anfang muss man sich noch behelfen mit Auftragsarbeiten. Das machen wir uns jetzt noch. Wir sparen ein bisschen Geld. So, warum kommt da keiner? Vergessen, habe ich immer noch beim Management Fehler gemacht. Scatter, eigentlich 13 Uhr. Peter sollte eigentlich ins Büro kommen. Was ist da los? Da ist er ja. Das war aber sehr gemütlich. So, die erste Iterationsphase ist fertig. Das reicht uns. Wir schicken es in die Entwicklung. Es gibt bei allem verschiedene Stufen. Erst einen Designprozess, dann einen Entwicklungsprozess und dann noch einen Bugfixing-Prozess. Da wir ja momentan nur im Auftrag arbeiten, ist uns erstmal der Rest relativ egal. Wir brauchen keine herausragende Qualität zu liefern, sondern es reicht, glaube ich. Hallo? Warum machst du da nichts? Nochmal anschauen. Also nochmal alle Teams. Manage Roles. Du bist auch Leader natürlich. Manage Roles. Du bist auch Leader. Gabe, du bist auch ein Leader. Of the Pack. So, jetzt aber. Möchte ich mal Progress sehen. Warum geht da nichts?
Jetzt geht wieder was. Jawohl, das sollte reichen. Obwohl, ein bisschen entwickeln wir noch rum. Im Ganzen, wir haben doch Zeit. Und machen den Auftrag einfach gescheit fertig. Was ist mit dir los hier, Gabe? Warum machst du nichts? Kannst du entwickeln, oder? Nein. Ja, kannst du eigentlich schon. Keiner weiß genau warum. Ach, na gut. Ich hab die Teams nicht zugeordnet. So einfach ist das. So, jetzt aber, oder? Jetzt geht was. Die alte Design-Koryphäe. Und Gabe, mach fertig das Ding. Dann hauen wir das mal raus. Promoten den Spaß. Ein bisschen die Zeit hoch. So, komm. So, fertig ist der Code. Dann promoten wir das. Fixen ein paar Bugs. Wieder machen und dann ist mal gut. Weit runter, Finish. Geld verdient, neues Contractchen, Logistik-Applikation, ab dafür. Jetzt hat das checkt, alle Teams sind assigned. Wundervoll. Parallel werden wir uns erstmal, und das ist der deutlich lustigere Teil, unsere eigene Software entwickeln für die Computer. Oder bauen wir was für eine Konsole? Wir bauen ein Spiel, ein Game. Hier. Oder eine Game Engine? Nee. Und nennen das mal Populous God Game. So. Wundervoll. Gut. Peter ist unser visionärer Development Lead. Expected Interest. Juhu. Jetzt gucken wir mal, was wir da so alles Schönes haben. 3D. Jetzt seht ihr hier. Gut, ich führe mal durch. Also hier designt ihr oder legt die Grundlage für das Spiel. Name, Genre etc. Blub, blub, blub. Hier kann man später ein Source Control Management neu einrichten, brauchen wir jetzt mal nicht. Unser Tech-Level ist komplett für die Tonne. Was bekommt unser Spiel alles Schönes? Fangen wir mal Grafiken an. Das ist natürlich Pixel Art, oder? Gut, was ihr hier seht ihr quasi, wie lange man braucht, wie viele Developer wahrscheinlich gebraucht werden und so weiter und so weiter. Also einfach so ja, den Product Market Fit könnte man sagen und wie viel verschwendet, darauf muss man vor allem gucken. Wie viel ist quasi einfach zu viel? Das gehen wir jetzt mal durch. Wir nehmen Pixel Art und Sprites. Das ist doch schon mal was. Wir brauchen noch ein bisschen Post-Processing machen wir drauf. Dann, was hat das Ganze? Es hat ein Beta-System. Es ist mit unterschiedlichen Enden. So, immer. Audio. Wir machen mal noch Ambient Soundscape rein. Dialoge. Die werden uns ganz schön nach oben ziehen. Einen Tag-Nacht-Zyklus machen wir rein. Ein Tutorial, obwohl. Puzzlemechanik? Nee. Quests. Story. Eine Open World, die wird uns wahrscheinlich halt brutal Entwicklungskosten bringen, aber ja, Reputation nehmen wir. Wir haben noch ein bisschen Parallax, obwohl Sprite Rendering, ja, machen wir Sprite Rendering rein. Ihr seht schon, das voraussichtliche Interesse im Markt für dieses Produkt, 71%. Jo, da kommen wir mal High Resolution, gib ihm. Etwas Spaß muss sein, 2 Jahre braucht er dafür, das reißt uns ganz schön nach oben. Wir machen Pixel Art Shader stattdessen, trotzdem brauchen wir 2 Jahre. Gut. Dynamische Musik. Und wir machen Customizable Characters und Tutorial rein.
High Resolution, dynamische Schatten. Why not? Gut, damit hätten wir jetzt mal 100% erreicht. Wir verschwenden auch nichts, das kann nämlich durchaus auch passieren. Später wird man die Tech-Level für sich selber oder generell nach oben schrauben können. Später selber forschen, was sehr interessant ist, weil damit könnt ihr das quasi selber manipulieren und euch einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Kommen wir aber bei Gelegenheit dann dazu. So, gehen wir mal rein. Das passt soweit. Jetzt können wir mal überlegen, es gibt noch ein Betriebssystem, also werden wir für das optimieren. Ein perfektes Spiel. Perfectly in the sweet spot. So, ab in die Entwicklung damit. Juice is quite small. Ja, ja. Ja, da können wir vielleicht später dran arbeiten. Erstmal brauchen wir jetzt ein bisschen Fortschritt. So. Ach, das ist eh schon fertig. Ja, das könnte man eigentlich auch schon. Ne, wir lassen noch ein bisschen dran rumentwickeln. Achso, hier ist schon wieder das Team. Alle 3 Teams sollen drauf arbeiten. Natürlich alle 3 Teams. Jetzt bringen wir diesen Auftrag noch an ein hoffentlich schönes Ende. 80-20 machen wir mal. Promoten das. Finishen das und sind damit eigentlich auch zu früh fertig. Schauen wir mal, wie gut die Qualität ist. Outstanding. Also outstanding, so ist schön. Während ihr hier schon mal am Populus rumschraubt, schauen wir mal, ob wir nochmal einen coolen Auftrag haben. Sortieren nach Geld, Embedded Systems, go for it. So, wenn man mehrere Aufträge hat, kann man hier über diese Zahl praktisch die Prio vergeben. Populus muss leider jetzt ein bisschen nach hinten. Wir machen erstmal die Auftragsarbeit für Nestlé fertig. Vanilla Games sind übrigens die Namen alle erfunden. Ich habe meine kleine Mod dazu runtergeladen, habt am Anfang kurz gesehen. Bei Bedarf kann ich euch gerne auch die Modliste geben. So, hier bewegt sich was. Was haben wir hier? Geld, Einkommen haben wir ein bisschen. Contract Values, jawohl. Oh, das kann gleich mal in die nächste Phase. Danke. Und wird entwickelt, 2 Tage noch und danach könnt ihr wieder alle eifrig, brav auf Populous arbeiten. Jetzt schicken wir aber mal, jetzt sieht es wirklich langsam ein bisschen wie bei den Hottentotten aus. Wir schicken mal eine Putztruppe durch. So, und schon ist die Laune hoffentlich wieder besser. Das entwickeln wir mal zum Spaß fertig. Was auch cool ist, die ganzen Personen, die ihr hier seht, oder unsere 3 Gründer und später auch Mitarbeitende, die man einstellen kann, haben alle unterschiedliche Skills. Das ist zum einen mal wichtig. Sie werden aber auch besser. Also es gibt ein Art Progressionssystem, das kann man fördern. Kommen wir aber später dazu. Erstmal promoten wir dich. Ein Bug fixen wir vielleicht zum Spaß, oder? Einer ist gefixt und raus damit. So, outstanding quality. Danke. Das ist doch schön. Dann, ja, vielleicht das noch kurz. Reputation. Ups. Durch unsere Contracts, die erfolgreich und gut erfüllt werden, steigt unsere Reputation ein wenig. Dadurch bekommen wir bessere Aufträge. Machen wir aber erstmal noch den hier. Auch für Netflix, eine Logistikapplikation. Nice. Kümmern wir uns doch gerne darum. 191.000 haben wir jetzt schon. Gut. Geht nach oben. Das schicken wir in Entwicklung. Wir wollen sie nicht übertreiben. Für unsere Konkurrenten. Und das mal fix fertig. Dann können sie sich wieder um Populous kümmern. Unsere 3 Helden. Schauen wir uns mal die Employees an. State. Sind einigermaßen zufrieden, soweit man es sieht. Sind gut ausgelastet, effizient. So liebe ich das. So ist das doch schön. Na gut, weiter. Im Programm, das ist apropos gleich fertig Programm. 99, 100. Danke fürs Gespräch. Dürfte noch ein paar Bugs fixen und dann hauen wir den Spaß auch raus. Fix 2 Bugs, Finish, Goodbye und wieder Geld bekommen. So ist das schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Währenddessen dürft ihr gerne ein bisschen weiter an Populous schrauben. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Hübsches hier haben. Könnt mal annehmen. Wen ist das? Für Sky? Ja, gerne. Gerne, Mädels. Das machen wir doch gerne. Das ist gleich fertig. Iterationen sparen wir uns. Die investieren wir lieber in unsere eigenen Spiele.
Und coden kurz das Embedded System fertig. Die Message ist mir jetzt gerade wurscht. So, weiter. Wieder ist am Start. Arbeitet, schauen wir ihm mal über die Schulter. Was er da so vor sich hin programmiert. Ist geil. Beginn der 80er Jahre. Ja, wir können fast noch ein bisschen mehr Licht hier machen, oder? Komm. Duplicate Furniture. So. Boom. Wieder seine eigene Lampe, so ist doch schön. So, Tempo runter. Ihr müsstet doch jetzt mal gleich fertig sein hier. Gabe holt sich erstmal einen Kaffee. Bisschen langsam der Progress hier. Was ist los, Gabe? Fertig ist er. Promoten. Und finishen. Raus damit. Dann dürft ihr wieder auf Populous arbeiten. Outstanding Quality, so ist schön. Das bringt uns größere, schönere Aufträge hoffentlich bald. Bald. Aber jetzt können wir jetzt erstmal ein bisschen Arbeit im Populous stecken. Oh, Codemasters raised their revenue cut of Stop Store from 10.3 to 40%. Ja, das vielleicht gleich mal als Ausblick. Es gibt digitale Distribution. Um es mal schön zu übersetzen. Also Steam für Anfänger und Fortgeschrittene. Hier seht ihr gerade die 4 Stores, die im Markt vorhanden sind. Microsoft hat einen hübschen Store. Market Share, wie viel Cut sie wollen, also Anteil, Prozentsatz von einem bestimmten Spiel. Wir drehen mal hier, um das euch zu zeigen. Ihr könnt so ein bisschen Ansicht manipulieren. Jo, jetzt können wir mal wieder was machen hier. Wenn wir Game Assets machen, oder? Wir machen das, was am meisten Geld bringt. So wie sich das gehört im Kapitalismus. Für Uber ein Embedded System. Schönes Ding. Und mal wieder eine Putzkolonne durch. Bumm. Entwicklung. So. Gott sei Dank muss man diese Auftragsarbeiten nur am Anfang übernehmen. Später ist man mehr mit seinen eigenen Entwicklungen und vor allem Support beschäftigt, der später auch noch als weiteres Feature mit dazukommt. So, aber jetzt hier am Anfang drücken wir ein bisschen aufs Tempo. Ich möchte nämlich aus dieser Anfangsphase möglichst schnell raus. Richtig schön wird es auch später, wenn man sich sein Bürogebäude selber bauen kann, aber da haben wir noch ein bisschen Weg zu gehen bis dahin. So, die Applikation sollte bald fertig sein. Ja, bisschen auf Tempo, 99 Sekunden, danke. Dann ab in die nächste Phase. Und ja, wir schließen das gleich mal ab. Das wird eh ausreichend sein. Outstanding Quality, like. So, dann entwickelt ihr mal gefälligst jetzt ein bisschen am Populous rum. Und wir werden uns höchstwahrscheinlich mit einer Designphase zufrieden geben. Ich möchte ja mal euch zeigen, wie das funktioniert. Wenn sowas hier gefällt, wir spielen immer wieder Beispiele wie hier, also Tycoon Games, Aufbauspiele, Strategie, alles hier auf dem Kanal. Wenn euch sowas interessiert, lasst gerne ein Like, Kommentar, Abo da. Achso, ich wollte Dings. Ja, würde mich freuen, von euch zu hören. Jetzt entwickeln wir das Ganze mal. Ja, ab in die Entwicklung. Los, go for it. So, jetzt die nächste Phase. Unser Spiel ist in die nächste Phase eingetaucht. Ihr seht, wir sind jetzt im Alpha-Status. Jetzt werden wir auch mal langsam anfangen, das Spiel zu promoten. Ich ziele jetzt mal, das ist immer so ein bisschen eine Abwägungsgeschichte, was man glaubt, wie schnell man ist. Ich sage jetzt mal, wir werden das im Dezember 81 heraushauen können. Hoffentlich. Deswegen passend zum Weihnachtsgeschäft. Hoffen wir mal, das erfolgreich hinkriegen zu können. Warum ist hier denn schon wieder niemand am Arbeiten? Habe ich wieder vergessen, die Teams zuzuordnen. So. Todd. Jetzt hier eine Arbeit wäre ganz nett, gell?
So. Ich glaube, Auftragsarbeiten schenken wir uns jetzt erstmal und treiben das ein bisschen voran. Was ich euch jetzt noch zeigen kann, kommt nämlich auch der Review-Prozess. Wir lassen mal Art, ich lasse mal so auf 20% hoch und dann werden wir ein User-Review machen. Das ist natürlich wichtig. Sollten sich vielleicht die Großen auch mal, wir sourcen das aus und lassen mal alles durchchecken. So, jetzt gucken wir mal, was so das Volk denkt zu unserem kommenden Strategie-Hit. Ich hoffe, nur Gutes. Die Reviews werden gesammelt. Und dann werden wir gleich das Ergebnis am Finish. Ja, wir werden wohl noch eine Iteration lang. Bumm. Wir beziehen das Feedback unserer Zielgruppe nun mit ein. Und finishen das. So, damit kriegt man normalerweise einen kleinen Rückschritt, aber das Produkt wird besser. Und das werden wir jetzt in regelmäßigen Abständen immer mal wieder machen. Und jetzt haben wir mal richtig Kohle verblasen. Deswegen werden wir einen Auftrag annehmen. Mal zwischendrin. Sollten wir schon hinkriegen, glaube ich. Für eBay. Sehr gut. Machen wir das doch für eBay. So. Kohle poppt rein. Das brauchen wir jetzt nicht. So, was ist da oben los? Iteration 2 beginnt. Nein, beginnt nicht. 170. Sparen wir uns auch. Macht fertig. Und dann dürft ihr weiter am Populus schrauben. Ein bisschen schneller. Was ist denn los, Peter? Das TOTS-Team am Start. Komm, macht das fertig, hauen wir es raus und dann könnt ihr weiter am Populus entwickeln. Wäre wichtig. So, komm. Nächster Schritt, danke. Code fertig. Promoten. Und finishen. Aus damit. Outstanding Quality. Da kommt ein bisschen Kohle rein. Gut, weiter. Im Programm. So. Ich überlege gerade, ob wir nochmal unseren Review gönnen. Wahrscheinlich schadet es nichts. Da gehen wir mal bei Art auf 70%. Und dann machen wir nochmal ein Review. Könnt übrigens auch die Reviews einsehen. Oder was nicht? Wo war es denn bei Infos, oder? Project Details auch nicht. Nope. Ach nein, brauchen wir auch nicht. Ja, ich möchte das Tutorial canceln. So. Pass Peer Reviews. Da könnt ihr einsehen. Auch die Kreativität wird gelobt, ist ein Träumchen. So, dann machen wir aber jetzt hier nochmal ein Review. Also ich bin im Pause-Modus. 70% haben wir gesagt. Also halten wir uns auch erstmal dran. So, komm. Ach, ran hier. Was ist denn los, Gabe? Entwickelt, aber es gibt kein Progress. Review. Los geht's. Bumm. Und schauen wir das mal an. Lamborghini. So, was ist denn mit dem Review? Nähert sich dem Ende. Gott, die Kosten hauen uns halt echt dermaßen ins Gebälk. Ja, wir werden besser. Also eine Iteration gönnen wir uns noch.
Dann müssen wir wahrscheinlich mal wieder eine kleine Auftragsarbeit zwischendrin machen. Werden wir auch tun, um einigermaßen über Wasser zu bleiben. Gut. Oh. Fertig, die Iteration, die sollten wir dann schon reintun. Hier müssen wir den entwickeln. Gut, mach das mal ab in die Alpha. Was hatten wir gesagt? 81 wollten wir es, glaube ich, rauskriegen, oder? Ja, das sollte man noch gerade hinkriegen. Das Team ist ein wenig genervt. Warum eigentlich? Oder nicht sehr produktiv, nennen wir es mal so. Trotzdem geht es dem ähnlich. Nein, trotzdem ist noch gut drauf. Was ist noch das Problem? Schauen wir mal wieder. Details. So. Das Environment gefällt dir nicht. So. Ja, mal. Das ist noch bescheiden. Das ist Todd Forward nicht mehr gewohnt. So. Apropos, Todd Forward, wir promoten das hier und holen uns die Kohle. Danke, McDonald's. Und weiter auf Populus. Go for it. Vielleicht sollten wir so langsam auch schon mal ein Video machen wir nicht. Wir machen einen Press Release. Nein, wir warten noch bis zum, bis wir in etwa ein Viertel des Codes geschrieben haben. Und eventuell sollten wir uns vielleicht noch einen zweiten Auftrag reinholen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, den gönnen wir uns. Machen wir den Tag noch fertig. Jetzt sind wir bei einem Viertel in etwa des Developments. Wir holen uns einen neuen Contract rein. Machen wir wieder so ein Embedded System. Go for it. Sehr schön für Porsche, ja. Große Namen als Kunden. Ab in die Entwicklung. Na, gerade noch so. Na, wenn wir natürlich nur unserem Spiel widmen, gehen unsere Einnahmen krass in den Keller. Deswegen machen wir so eine gesunde Mischung. Hoffentlich finanziell gesunde Mischung. Und das ist gleich fertig. Dann dürft ihr wieder Vollgas auf eurem Hauptprojekt arbeiten. So, unsere Reputation ist schon mal ein bisschen nach oben gegangen, das ist gut. Sollten demnächst eigentlich dann ein bisschen lukrativere Aufträge reinflattern. Du bist fertig, jawohl, Promote. Verpack's noch, oder? So. Kommt noch einer? Finish. Bumm. 8000 Outstanding. Das ist schön. So, also weiter. Am Klassengott Game. Geht voran, schauen wir mal, ob wir jetzt noch krassere Aufträge uns catchen können. Ach, den machen wir noch, die Logistik-Applikation kommt. Wir müssen wieder ein bisschen Geld verdienen. Das Angenehme ist ja auch, obwohl, dann machen wir das jetzt, die waren ja alle jetzt unzufrieden.
Hier, ihr bekommt einen Taschenrechner. Top. So, dann bekommt ihr noch, was bekommt ihr noch? Schönen Kühlschrank. Dieser, ach, den gibt es hier. Kitchen. Packer. Nee. Schön ist anders. Ist egal. Wir sind ein Startup. Kaffee haben wir, Wasser haben wir, was zu essen haben wir. Regale wollte ich mir noch an die Wand klatschen. Dann kann ich euch das auch noch kurz erklären. Es gibt nämlich hier zum Beispiel die Bücher. Seht hier, links in dem Bild, Books Row. Die bringen uns ein bisschen Environmental Einfluss und ein bisschen Effektivität, was natürlich ganz nice ist. Jetzt haben wir hier, das bringt Skill. Deswegen klatschen wir uns hier mal einfach ein Regal an die Wand. Bumm. Und da kommen die Skill-Bücher rein. Und die Environment. So, bumm. Sieht mir jetzt nicht so schön, machen wir halt das hoch. Und schon sind wir in der Welt von Sims 1 oder 2 angekommen. So, mal zu dem Teil. Wir können hier mal anfangen, auch mal eine Pressemitteilung zu machen. So, ist auch ein weiterer Task. Ihr seht schon, kommt hier in unsere Liste rein. Iteration gönnen wir uns nicht. Danke fürs Gespräch. Das wird einfach entwickelt. Wir machen den Code noch fertig. Dann klatschen wir das kurz raus, unsere Auftragsarbeit. Das können wir später noch machen. Vielleicht kommen wir da heute noch dazu. Man kann andere Mitarbeitende einstellen. Vielleicht machen wir es auch jetzt. Wobei dann wird unsere Führungsetage leider sich ein bisschen beschweren, dass sie kein eigenes Büro mehr haben. Das haben wir erstmal über das Schichtsystem gelöst, damit sie sich nicht zu sehr beschweren und an Effektivität verlieren. Ja, das ist aber Rewe, die Applikation geht schon noch ein bisschen in die Tiefe, sag mal. Wir sind endlich fertig. Der Code ist fertig. 1, 2 Bugfixes machen wir noch und dann ist aber auch gut. Einer reicht, raus damit. Outstanding Quality, wieder 8000 Tacken rein. Aber auch genug Verlust. Machen wir die Pressemitteilung ein bisschen höher von der Prio. Die möchte ich nämlich fertig bekommen. Die müssen auch alle 3 Teams machen. Oder das macht nur Tots Team. Das ist doch unser Chefmarketer. Die anderen sollen lieber was Gescheites machen. Und dann lassen wir das jetzt mal ein bisschen laufen, oder? Und hoffen, dass Tots Team mal ein bisschen performt. So, da ist doch Tots Team. Und schreibt sich die Finger wund. Gut. Ja, der Progress hält sich so ein bisschen in Grenzen. Was ist denn mit dir los, Peter? What's the issue? Peter, ach, das Environment gefällt dir immer noch nicht, ja. Schau mal, was können wir noch für Environment machen? Bisschen Deko. Achso, Expandos können wir an die Wand klatschen, die helfen sogar bei mehreren Dingen. Noch ein und nochmal ein. Senken ein wenig die Lärmbelastung. Belästigung vom Tippen. Executive. Nee, auch nicht. Ein bisschen Deko. Ihr bekommt noch ein hübsches Ding hier. Komm, komm. Gut. Also, weiter geht's. Jetzt müsste doch Peter langsam top motiviert sein, oder? Frage ist, gönnen wir uns noch ein Review, obwohl es Schweine viel Geld... Ja, ich möchte, dass das ein Erfolg wird. Also gönnen wir uns nochmal ein Review. Das ist das 3. dann. Die Geschwindigkeit hochdrehen, das ist jetzt wurscht. Mal schauen, was unsere netten User zu unserem Spiel so sagen und der momentanen Entwicklung. Ich hoffe, einigermaßen passabel.
So, finish. Ja, eine Iteration gönnen wir uns noch, das muss drin sein. Und dann, ui, ja, sind wir das erste Mal unter 100.000 Dollar. Wahrscheinlich dürfen wir uns wieder eine Auftragsarbeit langsam mal reinpfeifen, sonst wird es schwierig. Wieder macht fertig, finish. So, dann programmier mal vor dich hin und wir gucken, ui, jetzt sind ein paar bessere da. Ja, wir holen uns den mal. Kümmern uns natürlich da Vollgas drum. Alle Teams sind assigned, richtig, richtig. Mit hoher Prio, den Press Release auch auf 4 Tot, der muss warten. Wir müssen erstmal unsere Auftragsarbeit hingefummelt bekommen, so, damit wir wieder ein bisschen Geld haben, um Populous weiterzutreiben. Das wird auch unser Ziel für das heutige Let's Play sein. Unser erstes Game auf den Markt schmeißen und gucken, was passiert. Erstmal 2 Tage haben wir noch für unsere Logistik-Applikation. Ich hoffe, das reicht. Aber ja, wenn sie alle einigermaßen entwickeln, sollte es schon passen. Gucken wir mal. Wie die Zufriedenheit State. Ja, Peter ist immer noch leicht gepisst. Wird das langsam mal besser? Neues habe ich doch was dagegen gemacht. Mensch, jetzt genau. Ja. Dann müssen wir mal replacen wahrscheinlich. Na, dann gehen wir in den Baumodus. Hierher. Wir schmeißen es weg. Ich komme nicht ran. Gut, dann machen wir es anders. Dann wird es verkauft. Das schon wieder Sell. Duplicate. Was? Duplicate. Und weiß nicht was. So, bumm. Nächste, was kaputt ist. Wundervoll. Das sind doch mal Lampen mit langlebiger Haltbarkeit. So, was macht unsere Logistik-Applikation? Dümpelt vor sich hin. Einen Tag haben wir noch. Ja, könnte knapp werden. Vielleicht haben wir uns auch ein bisschen überhoben. Werden wir gleich rausfinden. Ja, aber doch. Ja, ich weiß, wir gehen langsam Richtung Bankrott. Ist recht in die Entwicklung. So, los geht's. Das muss heute fertig werden, das Ding. Ja, ein paar Stunden haben wir noch. Irgendwas werden wir schon hinkriegen. Mit Tesla Motors. Komm, weiter. Haben wir schon Mittag. Ja, das wird eine enge Kiste. Ja. Das wird eine sehr enge Kiste. Ja, die großen Aufträge sind uns einfach noch eine Nummer zu groß. Denke ich mal. Na, wir versuchen zwar bis zum Schluss auszukosten und jetzt raus damit. Ja, raus damit. Schauen wir mal, wie schlimm es ist. Inadäquat. Nur 8.000. Halleluja, das war jetzt semi-optimal. Wurscht, macht's weiter am Populus. Gott schreibt eifrig die Pressemitteilung. Gut. Okay, entwickelt eifrig. So ist gut. Komm. Kriegt es hin, Jungs. Ihr schafft das. So. Sind wir mittlerweile im Winter angekommen. Gabe ist noch eifrig am Coden für Populous God Game. Sehr gut. Das war ja unser Ziel für die erste Runde. Unsere kleine Büroeinheit ist wieder ein bisschen dreckig. Okay. Gut, das können wir beseitigen. Holen wir uns mal wieder ein bisschen neue Hilfe. Schön sauber machen. Gut. Wir sind noch. Jawohl. Sieht doch gut aus. Soweit, so gut. Machen Sie mal bitte ein bisschen sauber. Coden eifrig. Jo, könnten wir uns eigentlich demnächst
Ja, wir lassen es erstmal fertig coden und beschleunigen ein bisschen, damit es hier mal vorangeht. Im Dezember des Jahres 1980 sitzen die drei immer noch dran und kümmern sich eifrig um ihren ersten Release. Unsere drei Superhelden. Dann hoffen wir, dass jetzt mal vorankommen. Also wir haben schon 58% des Codes, 100% der Kunstart erledigt. Schauen wir mal, was war unser letztes Review? Sehr ausbaufähig. Gut, aber kreativ sind sie immerhin. An sich technisch ist es eine Vollkatastrophe. Achso, ich wollte nachschauen, wann das war. Das habe ich im Oktober gemacht, das Review. Gönnen wir uns noch eins? Ja, wir können es nur outsourcen. Ach komm, wurscht. Wir gönnen uns noch mal eine Runde. Diese Iteration zur Not machen wir dann einfach nochmal einen kleinen Auftrag, um flüssig zu bleiben. Schauen wir mal. Jetzt mal Quality haben. Ein Budget sind wir schon lange nicht mehr. So, das wird nicht wirklich viel besser. Ein bisschen. Gut, nochmal eine Iteration. Ja, nein. Dann liefern wir halt kein hammermäßiges Highlight höchstwahrscheinlich als erstes Game, aber nein. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Schauen wir mal, wie groß der Zauber ist. Ja. Und wir haben ziemlich viel für das Review ausgegeben. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen Contractual Work machen. Na, schauen wir mal, was machen wir denn? Die Game Assets waren wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel für unsere drei. Machen wir eine kleine Logistik-Applikation. So, ihr seid Vollgas auf dem Ding drauf, das ist gut. Heading for Bankruptcy. Ja, super. Die Bankrotterklärung naht mal wieder. Aber wir kümmern uns jetzt mal darum, ein bisschen Kohle reinzukriegen ins Unternehmen. So, haben sie gleich abgeschlossen, die Iteration 1. Und damit, ups, geht's in Entwicklung. Yes, of course. Das Team soll man sich super prioritär um den Press Release kümmern. Zeit haben wir noch über ein Jahr, um das Spiel fertigzustellen. Das sollte eigentlich schon hinhauen, sage ich jetzt mal. Man entwickelt mal für Woolworth eine Logistik-Applikation fertig. So, dann haben wir doch wieder ein bisschen Geld verdient gleich, oder? Ja, weiter geht's, Gabe, oder? Gabe, ja. Jetzt ist Peter dran. Das Peter-Team. Was ist los? Warum developst du nicht? Ja, jetzt geht wieder was. Auf unsere kleine Nachteule. Promote mal. So, und die Bugs noch. Ja, einer reicht. So, raus damit. Outstanding Quality, Jawollinger. Gabe darf dabei weiter programmieren und ich glaube, wir gönnen uns nochmal ein kleines Projekt. Die einen sind hier alle noch ein bisschen zu groß, glaube ich. Wir haben es ja mal ausprobiert gerade eben. Das lief nicht so erfolgreich. So, mit Nike, jawohl. So, komm Jungs. Dann. Das ist mal wieder alles. Die Räume sind ihnen zu dreckig. Die Kinder richtet halt dann nicht so ein Verhau an. Vielleicht nochmal so ein. Komm, wir geben ihnen nochmal einen Mülleimer. Mehr, vielleicht kriegen sie es ja da mal hin. Nicht alles in der Gegend rumzuschmeißen. Jungs, so. Und lassen wir nochmal. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Sein Face brauchen wir gar nicht. So. Wie sich das entwickelt hat. Also, wir hatten mal 5, 6, 7, 5, 6, 6, 7, 2. Und hier im vorigen. Ja, ist jetzt schon ein bisschen, müssen wir nach vorne kommen. Good Iteration, aber halt auch noch nicht mega. Immer wieder ein bisschen am Geschwindigkeitsregler. Ja, der Raum ist dreckig, ich weiß. Wenn man im Februar, gell? Aha.
Und einmal im Quartal putzen reicht wahrscheinlich. So, wir machen es wieder mal. Geben mal wieder ein bisschen Geld aus. Und das macht man nicht alles für die gute Laune. Apropos gute Laune, wie schaut es mit dir aus? Todd. Todd ist top motiviert. Sehr gut. So ist schön. Dann schreibt mal dein Press Release weiter. Damit wir da auch ein bisschen Werbung machen können. Und jetzt müssen wir auch langsam mal aus dem Pushen kommen. Wir haben Februar 81. Ja, in 10 Monaten geht das Ding auf den Markt. Oder soll es auf den Markt gehen? Also müssen wir uns jetzt mal ein bisschen auch darum kümmern. So. Also machen wir und schließen wir auch mal gleich ab. Ja, mit der Kohle. Outstanding Quality. Jawohl, jetzt aber Vollgas. Vollgas, Peter. Oder? Ist Peter am Start? Ja, Peter ist am Start. Sehr gut, Peter. Dann machen wir. Mach mal ran. Ja, das könnte doch knapper werden, als ich eigentlich erhofft hatte. Wie es halt mit Deadlines so ist, gell? Inventory broke, needs maintenance. Was ist los? Ach, diese Lampen, die ständig verrecken. Oder unangenehm. Du kommst in den Trash. Vielleicht kaufen wir einfach andere Lampen jetzt mal. Das ist ja eine Frechheit. Den Hanging Lamp. Jawohl, machen wir das so erstmal hin. So, Buben. Wo kommt? Ach, nee, nicht so. Und noch Nummer 2 bitte. Ja, und die Dinger kaufen wir jetzt alle. Nachdem die ja scheinbar alle 2 Sekunden kaputt gehen, hoffen wir mal, dass es so besser geht. Was ist eigentlich mit Peter so los? Bist du auch top motiviert? Geht so. Uns bei dem mal die Details an, waren das schon wieder Employee Details. Der Computer geht dir auf die Nerven. Ja, kann ich verstehen. Ist ja auch eine Möhre. Und hast dafür so einen hübschen kleinen Bonsai-Baum auf dem Tisch. Das muss ja wohl gehen. Der muss sich ja wohl wirklich gut ausgehen. Aber egal, wir machen ein bisschen mal, drücken ein wenig aufs Tempo und gehen nach vorne. So, 70% des Codes ist fertig. Wir sind im Februar. Und gleich im März, wenn dieser Tag endet. Ja. Dort schreibt wieder lustig an der Pressemitteilung rum. So, Marketing ist noch mehr als ausbaufähig. Das haben wir schon. Ein Hype kreieren können wir auch nicht. Ein Press-Build können wir nachher noch machen. Aber erstmal kümmern wir uns darum, dass unser Produkt auch fertig wird. Oh, und wir nähern uns schon wieder der Bankrotterklärung mit großen Schritten. Dann machen wir mal weiter und gucken, ob wir noch einen kleinen Auftrag oder mehrere dazwischen schieben müssen, aber ich möchte das jetzt ausprügeln. Der Release muss mal kommen. Wir könnten natürlich noch einen Entwickler draufschmeißen und ein paar feiern, aber dann werden unsere Gründer wieder etwas pisst sein, weil jeder von diesen kleinen Grazien ein Einzelbüro haben möchte. Und momentan realisieren wir das ja immer noch über unsere lustige Schichtverteilung, die wir da haben. Dass es sich eigentlich nur mal kurz sehen im Büro und jeder denkt, er hätte ein eigenes Büro. Muss man nachher ein bisschen bauen. Aber das ist wahrscheinlich eher die zweite Folge. Hier können wir die Räume noch dazu mieten. Und dann hätten wir doch 4 Büros, können sie alle abschneiden. Oder hier ein paar Einzelbüros reinklatschen. Und wenn das alles nicht hinhaut, dann können wir irgendwann mal auch anfangen, selber zu bauen. Aber dafür brauchen wir Kapital. Für knapp 50.000 wird das eher nichts. So, wir sind bei 80% und der März ist auch schon vorbei. Ei. Wie viel brennen wir denn gerade im Monat ungefähr? Na, ach, da haben wir was gekauft. Ja, schauen wir mal, was jetzt. In dem Monat hat man eigentlich keine größeren depperten Ausgaben. Wie dünne Deckenlampen im Monat zuvor. Jetzt schauen wir mal. Wo seid ihr denn? 81%? Das ist schon. Das wird eine enge Kiste. Das wird eine enge Kiste. Aber es geht mal. Ich bin zuversichtlich.
Zur Not lassen wir diesen komischen Press Release einfach oder hauen ihn so halb voll raus. Fertig natürlich so. Also, lieber März sei bald vorbei. Dann schauen wir mal, wie bitter es wird. Ausgaben werden draußen vor der Tür. Die Waschbären wieder durch die Gegend ziehen. Okay, das waren 13.000 oder was? Aha! Okay, das könnte doch enger werden, als ich dachte. Scheiße. Oder dann die Pit, naja, wir haben wieder die Texte versaut und Oracle macht was Schönes. Gut. Ich glaube, wir müssen einen dazwischen schieben. Schauen wir mal, was so auf dem Markt rum, Logistik-Applikationen. Oder wir machen die Game. Wir machen die schnell. Mit 10k ist okay, nehmen wir mit. Dann wieder für BMW, sehr gut. Guter Kunde, guter Kunde. So, drehen wir ein bisschen hoch. Jetzt schon so am Anfang, vor allem kann man das Spiel wirklich auf maximaler Geschwindigkeit laufen lassen, wenn man noch ein bisschen wartet, vor allem wenn man sich halt auskennt. So für einen Spieleinstieg finde ich das Tempo angenehm. Ich habe allerdings auch ein paar mehr, das habt ihr ganz vorne gesehen, ein paar mehr Tage pro Monat eingestellt, so können wir das Spiel so ein bisschen ausbremsen und strecken. Ich finde das ganz angenehm, weil ich es gerne entspannt spiele, ehrlich gesagt. Man kann sich natürlich auch ein bisschen Druck machen, aber das ist jetzt nichts, was ich hier brauche unbedingt. So, schauen wir mal, BMW. Das wird alles ein bisschen eng. Also, ab in die Entwicklung. Ja, klar, passt schon. Das reicht mehr als locker, die Qualität. So. Wir müssen natürlich auch noch für unser Hauptprojekt ein bisschen eine Bugfixing-Phase einplanen. Könnte locker auch noch mal 2 Monate dauern. Also es wird schon knapp. Aber wir haben ja gesagt Dezember, also zur Not können wir so am Tag 3 im Dezember raushauen. Die Geschichte. Dann machen wir diese Applikation da fertig, damit wir weiterkommen. Forschung, ja, haben wir noch viel zu wenig Leute, haben wir nachher. Ist aber auch noch so ein Teil. Ich hatte es mal kurz, glaube ich, am Rande erwähnt, dass man quasi so die einzelnen Technik-Fortschritte mit seinen eigenen Leuten erforschen kann und dann der Konkurrenz gegenüber einen Vorteil hat. Aber da werde ich mich später erst, wenn das Thema 3D so ein bisschen knallt, drum kümmern, weil das wird leider das Ende von 2D werden. Bisschen wie in der Realität. Obwohl es natürlich immer noch schöne 2D-Spiele gibt. Oder HD 2D, was ja gerade irgendwie auch der letzte schöne Hype ist. So, komm, jetzt macht das Ding mal fertig. Damit wir die Kohle kriegen. Code, 100% danke, Promote, Finish, raus mit dem Ding, so, Kohle rein. Und weiter geht's im Programm. Das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon hin. Game Assets, nee, das ist alles irgendwie nix. Allerdings brauchen wir Geld, und zwar richtig dringend brauchen wir Geld. Computer, hauen wir in die Tasten und machen wir den Code fertig. Und Todd schreibt wieder langsam an seiner etwas bescheidenen Pressemitteilung. Bin natürlich auch Todd jetzt überziehen und einfach diesen Press Release rausknallen. Wir warten mal noch, sagen wir mal, bis Ende Juni und schauen, wo wir sind. Ob wir vielleicht sogar noch eine Iteration reinkriegen. Ne? Das ist vielleicht auch ein kleiner Tipp. Jede Iteration, die man macht von jedem User-Test, bringt so ein paar Vorteile. Unter anderem, dass weniger Bugs im Projekt drin sind. Wenn natürlich Leute schon mal drüber geschaut haben. Insofern relativ logisch. Und man bekommt halt das User-Feedback und insgesamt die Qualität wird besser. Last month, ja, wir sind mal wieder pleite, I know. Wie man die Game Assets noch nutzt, wird ja komm, wir brauchen Geld, wir müssen sie doch noch dazwischen schieben. Für Greenpeace aber gerne. Im Greenpeace-Spiel schreiben wir doch mehr als gerne. Oh, ein Computer ist super langsam geworden. Schade, dann müssen wir wohl den IT-Support mal anrufen. Auch den haben wir später. Also das Ganze, was ihr seht, so Putzkolonie, Kolonne,
als auch generell so ein Hausmeister, IT-Support und Kurierdienste, kommen wir ganz, ganz später dazu. Kann man später sich selber einstellen und muss sie nicht mehr auf dem Markt dazu kaufen. So, oh, Greenpeace-Ding ist eigentlich fertig. Oh, ein bisschen Arbeitszeit verschwendet, das ist jetzt aber auch wurscht. Wir sind bei 89%. Und ich glaube, wir sparen. Und was ist denn eigentlich schon wieder mit Peter los? Hart unmotiviert. What is your issue? Das Environment gefällt dem kleinen Peter nicht. Oh, mein Gott. Ist wie es ist, können wir ihm jetzt erstmal auch nicht mehr helfen. Ich könnte eine Putzkolonne wieder durchschicken. Machen wir jetzt mal. Vielleicht hebt es die Laune ein bisschen. Jungs, ihr könntet aber auch einfach mal anfangen, euren Müll in die Abfalleimer zu schmeißen. Das würde auch helfen. Okay, 90% Code. Wir haben Juni. Komm. Oh, 20k. Ei. Die Frage, kommen wir überhaupt bis in Dezember, wenn es so weitergeht? Und erleben den Release. Ja, Promote. Finish. Kohle rein. Danke. Wieder 25.000. Jawohl. Und nochmal. Logistik-Applikation. Rein damit. Ja, die muss halt rein. Bin jetzt auch nichts dafür. Ja, mach ran. Aktion. Jo. Ich weiß, dass wir uns der Bankrotterklärung nähern. Ja, dann tut was dagegen. Arbeitet gegen den Untergang. 93% der Wöllinger. Ich würde so gerne noch einen kleinen User-Review machen, aber kosten uns immer so um die 20k. Wir können sie uns schlicht nicht leisten momentan. Wir müssen gucken, dass wir hier das Zeug rauskriegen. 94%, okay. Gut. So, Todd war noch am Start für ein bisschen Press Release. So, was machen wir denn? Sollen wir jetzt einfach mal raushauen, auch wenn er nicht finished ist? Todd ist halt echt ein Schlumpf. Wie kann man nur so langsam sein? Wir machen Folgendes. Wir schicken nachher noch die anderen Teams drauf. Und zwar, Peter ist da auch jemand, der sich vorne hinstellen kann und ein bisschen Geschichten über Spiele, die bald kommen, erzählen. War genau sein Ding. 97% des Codes haben wir fertig am Juli. So, schauen wir mal. Die Ankündigung eigentlich. Haben wir schon lange noch mal reingeschaut, gell? Oh. Oh, Activision Blizzard wurde da. Oh. Auch hier zufällige Übereinstimmungen mit der Realität sind natürlich. Kleiner Spaß, so. Wir kommen bei diesem Ihr seid so schlecht, war echt. Was, ich glaube, das lassen wir jetzt mal, oder? Ein bisschen noch. Wir machen den Juli noch fertig, das sollte reichen. So ein kleiner Ramp-up. Kurz vor Release. Demo haben wir noch als kleines Marketinginstrument im Start. So, vielleicht müssen wir auch noch mal einen kurzen Auftrag dazwischen schieben. Hey, gibt nur so teure. Wie viele Tage? Cost per Bug? Okay. Ihr seid drauf. Eigentlich sind wir durch. Dann machen wir doch mal Promote, oder? Machen noch ein bisschen Bugfixing, jo. Auf niedriger Flamme Bugfixing und nehmen wir eben den Press Release fertig. Ich glaube, wir gönnen uns doch nochmal. Wir probieren es nochmal. Wie viel Strafe gibt es denn? Late Penalty when done. Bad. Recommended Time Limit Month. 1 Monat nur. Ja, dann vielleicht auch nicht. Da kümmern wir uns Vollgas um unseren Release. A room is dirty, needs to be cleaned up. Ja. Jungs.
11 packt schon, gut. Wir releasen den jetzt im August. Oh ne, den haben wir heute noch raus. So, dann ist er morgen in der Presse eigentlich. Oder dann sein wir, oder? Oder was zu kurz? Hauen wir jetzt noch eine Demo raus. Im Pressbuild. Ne, da warten wir. Bis unser Zeitungsartikel erschienen ist und solange sollen sie Bugfixen können. Oh, 9000, wir brauchen Geld. Wir wagen uns doch an sowas zwischendrin ran. Oder was heißt, wir wagen uns ran, wir müssen uns ranwagen. Und ein bisschen gegen den Untergang anstrampeln. Wir haben 7 Follower aus irgendeinem Grund. Wunderschön. Ja doch, ausgegangen der Press Release. Ach, da sind wir doch. Provosware Studios announces Populous. Jawohl. Later to release December. Yo, 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 yo. Wie viele Follower haben wir? 8 Follower. Ich liebe es. Ja, auch noch die Demo. Das ist wichtig. Und ein paar Aufträge, um uns irgendwie über Wasser zu halten. Bis in den Dezember hinein. Ja, wir kümmern uns nochmal drum. Danke. Bevor Peter wieder eskaliert, weil der Boden voll ist. 10k. Lieber der Sport, so, zack. Promote. Finish. Ja, ja, raus damit. Gucken wir mal, ob wir Nummer 1 reinkriegen. Werden wir irgendwie nicht. Wir machen es trotzdem, weil wir müssen es, glaube ich, machen. Schauen wir mal, ob uns das Knick bricht. Ich hoffe es ja nicht, gell? Alle sind drauf, oder? 3, jawohl. Dann bringen wir im September die Demo. Hoffen, dass der Hype uns noch ein paar Follower bringt. Wir haben 9 Follower. Yippie. Und wir müssten mal ein bisschen anmachen. Komm. Entwickelt mal. Yeah. Wir krachen halt krass runter. 7600 haben wir noch. Eieiei. So, entwickeln los. Zack. Hallo? Was ist los? Komm, Fortschritt. Ach, die Demo? Demo raushauen. Demo. Ein Pressbild. Ja, also Presse. Los geht's. Ist unterwegs. An die werte Presse. Also Spotify, den kriegen wir hin. Kommt. New feature has been unlocked. So, was ist denn? Eine Game Engine mit Stereo Audio. Ja, sau gut. Echter Hightech. Kein Wipe-Coding, sondern Stereo Sound. Love it. Ein Tag ist ein übrig. Ja, das ging's hin, oder? Jungens. Oh, unser Demo ist raus. Looking okay. Komm, entwickelt das mal fertig. Also doch knapper, als ich gedacht habe, gell? Dachte eigentlich so am Anfang, nachdem da gut Progress war, dass wir es locker hinkriegen. Jetzt wird es doch noch eine enge Kiste. Ja, heute muss das raus. Mach mal. Na gut, das sollten sie hinkriegen, oder? Wenn jetzt nichts Blöds passiert. Dann können sie noch ein bisschen Bugfixing machen. Komm, 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 go. Gabe. Der Top-Entwickler. So. Fertig. Promote. No bugs to fix. Finish. Yep, Kohle rein. Danke. Juhu. New feature has been unlocked. Ach, das hat man doch schon. So, Contract fulfilled. Jawohl.
Ich denke mal, wir schieben nochmal einen rein. Logistik-Applikation, ja, accept. Wir brauchen Geld, wir brauchen Geld. Bugfixing machen wir nebenbei. Wie viele Follower haben wir schon? 10. Kann man noch irgendwas machen? Einen Hype kreieren? Okay. Erstmal runter und dann kommen alle 3 drauf. Erstmal mal das Ding für Puma fertig. Damit wir es schaffen. September, jawohl. So. Sollen sie sich danach um den Hype kümmern? Wir kommen an. Das kriegen sie gut schnell hin. Sehr gut. Und schon wieder sind wir runter auf 6K diesmal. Ja. Das sollte ein Erfolg werden, hoffentlich, Populus. Sonst wird's knapp. Dann müssen wir uns wieder wahrscheinlich endlos als Auftragsarbeitende verdingen. Muss auch nicht unbedingt sein. Vor allem ist das Talent der 3 da auf jeden Fall mal verschwendet. Ein bisschen haben sie ja. Haben wir jetzt Mord mal ran. Hey, das ist ja aber nicht wahr. Promote mal. Ja. Dürfen wir wahrscheinlich gleich noch mal einen machen, gell? Wir brauchen einfach die Kohle. Das hilft nichts. Wir müssen da irgendwie... Na so, da ist ein bisschen Druck drauf, ja. Okay, ihr seht schon jetzt den Hype, den wir kreieren. Wir verlieren momentan Follower im Monat. Haha. Na gut, dann beenden wir den Spaß. Die sollen sich wieder ums Bugfixen und um die Applikation für Technics kümmern. Na, brauchen wir ein Plattenspieler oder was? Man weiß es nicht. Ist jetzt auch wurscht. Ja, wir rennen Richtung Bankrott. Das machen wir die ganze Zeit schon. Wir kratzen an der Kante entlang und zwar ziemlich heftig. Aber immerhin haben wir solide Bugs gefixt. Das könnte uns vielleicht den Allerwertesten retten. Dass die Qualität zumindest stimmt von unserem ersten kleinen Spiel. Komm. Doch bloß, dass nicht irgendwie ein neues Betriebssystem in der Zwischenzeit die Marktführerschaft übernommen hat und wir quasi für was Altes entwickeln. Das kann durchaus immer mal wieder passieren. Man muss sich ja entscheiden. Man kann es aber auch portieren. Zur Not machen wir das einfach. Hat auch noch mein Job. Remote, ja, Bugs lassen wir bei Auftragsarbeiten. Ja, dann machen wir nochmal diese Logistik-Applikation her damit. Wir brauchen einfach die Kohle. Hilft nichts. Vielleicht hauen wir es doch bei Anfang Dezember raus, bevor wir noch mehr Follower verlieren. Das ist schon eine kleine Katastrophe hier. Finanziell eine Katastrophe. Na gut, da kriegen wir noch einen Auftrag wahrscheinlich runter, bis wir dann langsam mal an den Markt gehen. Was ist denn jetzt schon wieder was kaputt oder wie? Schon wieder die Lampe am Arsch. Hey, das Zeug verreckt echt schneller. Als einem lieb ist. So. Ja, wir kommen ja eh im Dezember raus jetzt. Ne. Gegen eine unter 11 K haben wir gerade auf der Punktkante. So. Game Assets, was ist denn da los? Education, hey, jemand kann sich fortbilden. Und zwar Peter. Love it. Was darfst du dir noch reinpfeifen? Den Hardware-Programmierung vielleicht. Ja, warum denn nicht? Schadet dir auch nicht. Okay, machen wir das fertig, jawohl. Das. Bagger, wieder ein bisschen Geld. Nächster Job. Game Assets machen wir. Bleiben wir quasi unserer
Hauptaufgabe treu und hoffen mal, dass wir uns da auch entsprechend fortbilden durch die kleineren Jobs. Hat ja gerade funktioniert. Also ein bisschen Knowledge haben wir aufbauen können. Weil er es so gut gemacht hat, kriegt er noch mal eine Reinigung. Johnson Johnson, was Hübsches, jawohl. Das machen wir doch glatt. Ja, ja, ich weiß. Wir sind pleite. Alle Teams sind doch drauf. Warum schafft da keiner? Hallo? Was war denn das für eine Einlage? Ist schon Urlaub oder was? I don't think so. Ja, vielleicht müssen wir doch eine etwas komplexere Nummer mal annehmen, ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und wenn unser Spiel ein kleiner Erfolg wird, würde ich mal sagen, können wir uns auch mal darum kümmern, Leute einzustellen. Aber wie gesagt, erstmal Prio ist auf Release und dann Support natürlich noch. Das werdet ihr aber gleich sehen, wie das funktioniert. Warum ist hier niemand? Was ist denn da los? Hey, ist da jemand im Urlaub? Ach, der ist in Fortbildung, ich Knaller. Stimmt, ich habe ihn ja irgendwo hingeschickt. Ja, das wird natürlich auch, wenn ein Drittel der Arbeitskraft wegfällt auf einmal. Ja, raus damit, danke. Und so halber, oh, wir sind im Dezember. Komm, wurscht. Wir releasen das Ding jetzt. So, raus damit. Bumm. Okay, unser erstes Rating. Schauen wir, wie schlimm es wird. Uah. Okay, immerhin. Oh Gott. So, also. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt das Geilste Ding. Wir brauchen Copies und die müssen wir kaufen. Ja, wir haben nur 9000. Nee, das wird nix. 4000 Copies mal, 400, 4000, ja. Eine Marketingkampagne, wie viel haben wir da noch? Na, das ist alles nicht so wirklich was. So. Hier seht ihr, ist jetzt quasi ein neuer Job entstanden, nämlich Support für Populus. Das müssen wir uns jetzt gleich mal anschauen. Wir werden hier mal ein bisschen mal gleich das Ding nach vorne bringen auf den aktuellen Stand der Realität. Jetzt schauen wir mal, wer hier am meisten User hat. Das Record kommt da rein und 2D-Editor kommt auch der Brush-Style rein und los geht die Updaterei, die wilde. Kaufen wir. Gucken wir mal, ob das jemand kauft, das Spiel. Das wäre schön, wenn sie es täten. Und so lange kümmern wir uns drum, dass wir auch, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir brauchen wieder Geld. Und es interessiert momentan keinen, leider. Das ist schlecht. Müssen alle Teams machen. Okay, wenn das so weitergeht, wird das ein Hammer-Reinfall. Hier müssen wir noch was machen, warte. Develop plus 3000. Oh nein. Das ist ja der Horror. Immerhin sind wir am Markt. Und momentan sieht es nach einer Bruchlandung sondergleichen aus. Kann aber sein, dass das erst am Ende des ersten Tages kalkuliert wird. Ändern die Prios ein bisschen, damit unser Game Asset Part priorisiert wird. Aber warum ist da nichts? Ach, da ist immer noch Fortbildung, ja. Unlustig. Ja, dann skippen wir mal ein bisschen. So, jetzt ist immerhin Todd mal am Start und macht Dinge. Oh, hey, wir haben User und wir haben Geld verdient. I like. Das ist ein Träumchen. Und noch keine Bugs. Hey. Top-Qualität. Top-Qualität, ja. Marketing läuft. Oh.
Ja, Promote, Finish, Profile. So, und gleich nochmal was drauf. Ja, wahrscheinlich diese Logistik-Applikation nehmen wir noch mit. Kommt natürlich von der Prio hoch. Hier sind wir schon mittendrin im Updaten. Und falls Bugs reinkommen, es sind Bugs reingekommen, 10 Stück, 14 sind verifiziert, die kümmern wir uns auch mal drum. So, Avis Rent a Car ist eigentlich auch schon fertig, gell? Muss ein bisschen aufpassen. Verschwenden wir auch. 1000 Leute haben unser. Oh, und wir sind bei 56k. Hallo. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen runter. Schauen Sie uns mal an. Hier, Details. Auf Cortex haben wir es laufen momentan. Tools passt. Hier treten wir gerade auf. Also ihr seht, ihr könnt da noch relativ viel Spaß machen. Wir könnten ein Expansion Pack mal neuen Modus in Keys dazu machen. So, was hätten wir noch? Reviews, ja, Market. Income. Das wird dann im nächsten Monat besser sichtbar. Actions, Port. Alle drei. Und schon mal haben wir ein Betriebssystem. Cortex hat schon. Oh nein. Cortex 4. Wir müssen da mal ganz schnell noch ein Update machen. Ihr seht das? Ist auch wieder ein Task entstanden. Und so langsam wird es hier schon voll. Wir müssen uns um die Bugs kümmern. Wir müssen uns um das Externe kümmern. Das können wir jetzt aber vielleicht auch ein bisschen runterschieben. Und a priori, wir machen ihn noch fertig. Wir nehmen die Kohle noch mit. Aus damit, dann haben sie wieder Zeit für andere Dinge. So. Das Marketing darf noch ein bisschen weiter runter in der Prio. Der kommt nach oben und der Portjob kommt nach oben. So. Ja, ja. Verdienen Geld. Wie viele Leute sind drin? 1090. Aha, 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 aha. So. Und was hockt da denn am Update? Hockt da. Gut. Jo, jetzt habt ihr mal den ersten Release gesehen. Schauen wir mal, wie viel da reingehen. In Populous the God Game. Na, wir haben doch einige Bugs in dem Spielchen drin. Gut, trotz. Ich möchte schnell die Updates haben. Vielleicht sollten wir doch langsam mal ein paar Entwickler draufschmeißen. Immerhin noch mal Geld verdient. Das ist doch schon mal was. Und ich denke mal, sobald wir es dann auf die höhere oder das neuere Betriebssystem geschoben haben, wird das durchaus noch besser. Allerdings haben wir gerade mehr Bugs rein, als uns lieb ist. So, New Software has unlocked eine Cut-Software. Nee, wir bleiben im Games-Bereich erstmal, denke ich. Komm, jetzt mach mal da ein bisschen an. Was ist denn das? Das Team macht immer noch Marketing. Warum macht er das? Ihr sollt das nicht machen. Geht mal weiter runter. Na, ich glaube, das Marketing beenden wir mal, oder? Weil ich lasse noch ein bisschen laufen. So. Schau mal, das Marketing könnten wir noch weiter treiben. Momentan verdienen wir Geld. Wir verkaufen das Ding noch, aber wir brauchen halt auch mehr. Hier kommt mal nur Todd. Nee, Todd ist unser Supermarketer. Los. Baller meinetwegen noch ein bisschen raus. Wir können mal gucken, wie die Verkäufe inzwischen ausschauen. Der Server wäre halt auch mal so Geschichte, gell? Quatsch, nicht Updating. Wo ist es denn da? Es ist Populous. So. Wir steigen noch. Sehr gut. Was wollten wir gucken? Hab ich ganz vergessen.
Ja, das war ja noch das, was wir hier drin hatten. So. Schauen wir uns mal Units an. Wie viele Units haben wir denn verkauft? Oh, Refunds. Uah. Das ist fast ein bisschen zu hoch. Das Marketing wird jetzt beendet. Du codest jetzt mal auch, ja. Ach, ich habe schon wieder vergessen, die 3 Teams drauf zu schmeißen. Blöd. Na gut, egal. Dann haben sie halt ein bisschen am Port gearbeitet, ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall hat uns unser Release mal wieder ein bisschen aus den doch sehr roten Zahlen rausgeholt. Allerdings wäre es jetzt halt auch mal geil, wenn wir das Bugfix herausknallen könnten. Sind dann schon fast einen Monat später, ist jetzt nicht unbedingt die geilste Update-Frequenz ever. Aber es sind halt auch jede Menge Bugs da, gell? Das ist ein bisschen der Issue. Aber sie werden schon durch, gegen 70%. Oh gosh. Okay, gut. Dann brauchen wir mal wieder IT-Support und Maintenance und Cleaning alle mal rein. Wenn das Licht schon wieder aus ist, ja, macht das mal schön. Jetzt geht wieder was. Komm, mach mal ran. Den müsste schneller gehen, gell? Und es werden immer mehr Bugs hier quasi von unseren Usern reported. Ihr seht ein bisschen mal, wie gut unser Support ist. Momentan hat er immerhin alle Bugs aufgenommen und unter Kontrolle. Das ist schon mal gut. Wenn es nicht so gut wäre oder zu wenig Ressource drauf, würde hier beim Mist was dran stehen. Momentan ist uns noch keiner entfleucht. Nennen wir es mal so. 100.000 haben wir jetzt schon wieder, ja. Und unser Update nähert sich Gott sei Dank mal langsam. Auch dem Release kommen. Jetzt macht das mal fertig. 150 Bugs weg, macht sehr gut. Aber unser Port ist auch schon fast zur Hälfte fertig. Komm, jetzt mach den mal fertig hier. Jawohl, Finish, raus damit. Und Vollgas auf den Port. Haben wir schon wieder ein paar, die sich ansammeln. Darum kümmern wir uns aber nach dem Port. Ihr könnt jederzeit ein Update auslösen. Ich würde jetzt aber erstmal die Prio noch auf dem Port lassen. Und danach, wenn wir auf die neueste Betriebssystemversion gegangen sind, können wir uns fast mal überlegen, das erste Let's Play zu beenden. Ich denke mal, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen, so wie das Spiel grundlegend funktioniert, was man alles machen kann. Geht noch deutlich krasser in die Tiefe. Also wir kratzen noch an der Oberfläche des Ganzen rum. Wir haben jetzt gerade mal unsere erste Software entwickelt. Kleines Spiel, war nett. Das war's auch schon. Es wird reichen, um wahrscheinlich ein paar Programmierer einzustellen, hoffe ich. Das ist zumindest schon mal ein guter Anfang. Und dann, wenn es euch gefällt, können wir gerne uns ein bisschen tiefer reinwagen und mal ein bisschen rumbauen, was ich persönlich recht cool finde. Wir sehen, the run out of stock. Yippie, stopp. Dann müssen wir dringend nochmal reprinten. Wo ist denn das? Execo, nein. Order Copies. Wie viel man da verkauft? So 1700. Wir holen uns mal 3000 Kopien noch. Wir portieren ja gerade auch noch eifrig auf das neue Betriebssystem und eigentlich wäre ein Update auch zwischendrin mal wieder okay, gell? Wir haben immer noch nichts. Ja, wir schieben das dazwischen mal kurz. Das sind mir ein bisschen zu viele Bugs. Tempo hoch. So. Hoffen wir mal, dass uns der Port auf die neueste Version von Cortex was bringt. Vor allem Kohle. Und dann schiebt man noch einen kleinen Bugfix dazwischen. Komm. Also erwischt. So, finishen aus damit. Wieder mal 60 weggefixt und gleich ist der Port fertig. Komm. Gib ihm.
können uns mal anschauen, ob wir vielleicht noch ein anderes Betriebssystem haben, wo es sich lohnt, aufzuportieren. Oder? Schauen wir ein bisschen runter. Wir machen Cortex 4, das interessiert keinen mehr. Was ist denn da los? Active User? Wo ist denn Cortex 4? Cortex 3, ups. Das stimmt, wir haben es ja schon portiert auf Cortex. Ja, dann machen wir gleich mal hier noch einen Port auf Portal 5. Hallo? Port? Nein. Was ist jetzt passiert? Port? Alle? Ja. Auf Portal 5. Eben. Geht doch. So, das bringt uns jetzt auch mal noch ein bisschen weiter. Das ist doch schön. Gut, jetzt können wir mal gucken, was kostet uns der Spaß hier hinten. 2500 Tacken on top. Jetzt gucken, kann ich hier überhaupt bauen? Nein, kann nicht bauen, weil es natürlich clevererweise nur jetzt kaufen das dazu. Lassen hier unser Chefbüro und da drüben kommen ein paar Entwickler rein. Puff. Aber wie gesagt, das werden wir uns alles in einer anderen Folge, bei Interesse natürlich, anschauen. Wenn ihr Bock auf mehr Software Inc. habt, kommentiert gerne eifrig hier auf YouTube. Lasst mich einfach wissen, liked es, folgt mir. Dann habe ich die Signale, die ich sehen will und sehe euer Interesse oder eben nicht. Wie gesagt, ich kann es empfehlen. Das ist ein bisschen speziell, aber leider ziemlich geil. Im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern wünsche ich euch noch einen richtig geilen Tag, eine gute Zeit. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, folgt mir gerne hier auf YouTube. Kommentiert, liked, genießt eure Zeit, genießt das Spiel. Link findet ihr unten in der Description für all diejenigen, die jetzt schon Bock drauf haben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns ein andermal entweder hier in Software Inc. sehen oder in einem anderen schönen Spiel. Alles, was so rund um Aufbau, Strategie, 4X, whatever, ist bei mir zu Hause. Insofern, macht es gut. Ciao.